Hallo Leute, heute nehme ich euch mit auf meine erste längere Tour über etwa 200 Kilometer, 5 bis 6 Stunden entlang der Deutschen Weinstraße und zurück über den Pfälzerwald und gebe euch ein paar Updates zu meinen aktuellen erweiterten Erfahrungen mit der Royal Enfield Classic 350. Zuerst muss ich mich aber bedanken bei allen, die ein Like dagelassen haben oder ein Abo sogar. Und bei allen, die einen Kommentar geschrieben haben. Ich bin echt positiv überrascht von dem Feedback auf mein letztes Video. Das Video verlinke ich euch nochmal oben hier in diesem Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, das ist ein richtiger Ansporn für mich, entsprechend weiterzumachen und noch weitere Videos zur Royal Enfield Classic 350 zu bringen. In meinem letzten Video habe ich ja erzählt, warum ich mir die Royal Enfield gekauft habe, wie mein erster Eindruck vom Motorrad ist. Auch schon von kleineren Touren, aber jetzt habe ich mal eine größere Tour gemacht, wie erwähnt. Und werde auch noch ein paar Dinge erwähnen oder highlighten sozusagen, die ich vergessen hatte bisher zu erwähnen und die vielleicht auch für euch interessant sein können. Natürlich gibt es ein paar nette Fahraufnahmen von der Tour, auch durch schöne Gegenden und schöne Ortschaften. Und das seht ihr auch ein bisschen mal, auf welchen Straßen ich mich typischerweise bewege. Ja? Also auch gerade was jetzt die Leistungsfähigkeit der Enfield angeht, ist das wahrscheinlich auch ein Beurteilungskriterium, das euch interessiert. Wir fahren jetzt durch Bockenheim. Bockenheim ist das nördliche Ende der Deutschen Waldstraße und wir fahren jetzt hier gleich durch das Bockenheimer Weintor. Ich zeige euch das jetzt nochmal auf der Karte. Wir befinden uns jetzt hier im Norden von der Route zwischen Mohnsheim und Grünstadt. Fahren dann später über Bad Dürkheim, Neustadt, Edenkoben und dann andere kleine Orte Richtung Bad Bergzabern und Weißenburg im Elsass. Das ist der Hinweg. Und auf dem Rückweg fahren wir dann von Weißenburg über den Pfälzerwald, über eher kleine Straßen, teilweise auch bekanntere Strecken durch den Pfälzerwald zurück wieder nach Rheinhessen. Hier fahren wir übrigens gerade durch Karlstadt und aus Karlstadt kommt die Familie von Donald Trump, von dem habt ihr bestimmt mal gehört. Sein Opa ist hier geboren und dann ist er in die USA ausgewandert. Die Weinstraße fährt am westlichen Rand des Rheingrabens entlang. Das heißt, man ist eigentlich meistens noch in der Rheinebene, fährt ein paar Hügel entlang. Aber hier habe ich mal einen kleinen Exkurs gemacht, um euch mal einen Blick in den Rheingraben zu zeigen. Wir sind hier kurz vor Bad Dürkheim, kurz hinter Neustadt. Und da war eigentlich ein schöner Blick auf den Odenwald und auf den Schwarzwald auch. Wir fahren jetzt gleich kurz am Dürkheimer Riesenfass vorbei. Das ist vielleicht mal ein oder andere bekannt, auch vom Dürkheimer Wurstmarkt. Und man kann eigentlich überall, wenn man außerhalb der Ortschaften ist, eine kleine Pause machen mit schönem Blick in die Weinberge oder auf die Burgen, die es da hier auch gibt. Also wirklich eine empfehlenswerte Route. Wir fahren hier durch den Weinort Forst und ich glaube, von den Aufnahmen hier seht ihr, dass man mit 20 PS hier gar nicht so schlecht aufgehoben ist. Also da wäre man eher mit 100 oder 200 PS völlig fehl am Platz. Also mit 20 PS, 27 Newtonmeter kann man hier ganz gemütlich durchrollen. Die Federung der Classic 350 ist komfortabel, aber doch eher auf der strammen Seite aus meiner Sicht. Und für solche Ortsdurchfahrten ist die Enfield wie gemacht. Sie ist nicht zu laut, sie ist nicht aufdringlich und keiner hat einen Grund, sich zu beschweren.
und zwischen den Ortschaften geht es dann entlang der Landstraße auch mal den Buckel hoch und den Buckel runter. Und ich kann mich einfach über den Motor der 350er nicht beklagen. Ich glaube auch, dass mein Exemplar sehr gut eingefahren ist und deswegen auch sehr smooth und kräftig läuft. Die Älteren unter euch können sich bestimmt noch erinnern, dass es früher eigentlich Standard war, dass man einen Motor einfahren musste und deshalb bis dahin, bis er richtig eingefahren war, eigentlich auch zu war sozusagen. Und so gibt es auch bei der Classic 350 Einfahrvorschriften und die hat mein Vorgänger perfekt eingehalten anscheinend. Wie ihr sehen könnt, hatte ich auf dieser Tour auch zum ersten Mal mein Handy als Navigationshilfe montiert. Und was natürlich sehr positiv ist, weil ich meine, zumindest bei meinem Handy ist die Akkuleistung relativ beschränkt. Ja, und das Positive ist, dass die Royal Enfield Classic 350 an der linken Lenkerarmatur unten eine USB-Steckdose hat. Das ist dann ein Eingeständnis an moderne Zeiten, genauso wie der Katalysator und die Benzineinspritzung. Und zum Thema Benzineinspritzung und Mapping, was andere bemängelt haben, diese Gedenksekunde beim Gas anlegen, Gas aufmachen, die merke ich überhaupt nicht. Was ich eher merke, ist eine Gedenksekunde beim Gas zumachen, also der Motor schiebt ein bisschen nach. Und auf dieser Strecke hier mit leichter, aber relativ langer Steigung brauchte ich nicht mal Vollgas, um lockere 90 km/h zu fahren. Die Enfield liegt stabil auf der Straße, schaukelt sich auch nicht auf bei welligen Strecken, was wahrscheinlich auch ihrem relativ hohen Gewicht geschuldet ist. Das Einzige, an was ich mich noch gewöhnen muss in der Hinsicht, ist, dass man, wenn man eine Kurve anbremst und eine gewisse Geschwindigkeit unterschreitet, das Motorrad neigt, in die Kurve zu kippen. Aber das hat man davon, wenn man halt eine Maschine fährt, die sich bei geringen Geschwindigkeiten wie ein Fahrrad fährt. Und wenn wir gerade bei den Bremsen sind, die sind aus meiner Sicht eigentlich sehr gut. Nur fühle ich an der Vorderradbremse ein leichtes Rubbeln. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt von der Bremse selbst kommt oder von den original indischen Reifen. Ja, und irgendwann kommt, es kommen muss, man muss tanken. Ich hatte etwa 180 Kilometer auf dem Trip-Counter und habe gedacht, okay, guckst du mal, was reingeht, und bin dann zum Tanken gefahren. Ja, und die Überraschung war, es flossen keine 5 Liter in den Tank. Also der Durchschnittsverbrauch lag bei 2,7 Litern. Nicht weit hinter Bad Bergzabern ist das südliche Ende der Deutschen Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach und hier seht ihr das südliche Weinturm.
Ich bin dann nach Frankreich, nach Weißenburg gerollt und ist eigentlich auch ein Ausflug wert. Sehr schöne Ortschaft und bin dann abgebogen wieder zurück in den Pfälzerwald. Ja, und mit der Zeit hat mir dann doch mein größerer Muskel wehgetan. Nein, nicht der andere. Und habe dann mich ein paar Mal stellen müssen, um diesen zu entlasten. Und habe den Eindruck, dass vielleicht jetzt doch eine Touring-Sitzbank für längere Touren besser ist. Wenn ihr da Erfahrung habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn ich durch den Pfälzerwald fahre, suche ich mir eher kleine Nebenstrecken aus und fahre nicht die bekannten Hauptstrecken, weil da gerade am Wochenende und bei gutem Wetter eigentlich zu viele Motorrad- und Autofahrer unterwegs sind. Und da ist es eigentlich viel besser und angenehmer, diese kleinen Nebenstrecken zu fahren. Eine dieser kleinen Nebenstrecken ist die Auffahrt zum Hermersberger Hof. Das ist eigentlich im Winter auch ein relativ bekanntes Wintersportgebiet im Pfälzerwald. Und da gibt es ein paar schöne Auffahrten, ein paar schöne Kurven und ist eigentlich auch für mich irgendwie eines der Highlights im Pfälzerwald. Ja, und so langsam kann ich jetzt zum Fazit kommen für diese Tour. Also ich bin immer noch begeistert von der kleinen Royal Enfield. Sie liefert auf meinen typischen Strecken, die ich fahre, eigentlich genau das, was ich brauche. Und hat bisher eigentlich mich in keiner Hinsicht enttäuscht. Was mir irgendwie noch fehlt, ist jedoch ein kleiner Drehzahlmesser. Ich habe mal ein Video gesehen, da hatte der Besitzer, da wo jetzt dieses Royal Enfield Logo ist im Cockpit, dieser runde Deckel, hat einen analogen Drehzahlmesser eingebaut und sowas hätte ich eigentlich auch ganz gern. Also wieder, wenn ihr das kennt, wenn ihr Tipps kennt, bitte schreibt mir in die Kommentare. Eine kleine Enttäuschung gab es dann doch noch zum Schluss. Ich bin nämlich zum Motorradtreff Johannes Kreuz gefahren. Normalerweise fahre ich dort vorbei. Heute bin ich mal abgebogen, in der Hoffnung, dass ich mich da auf den Parkplatz stelle und sich Menschentrauben um meine kleine Royal Enfield bilden. Aber das war dann leider doch nicht so und ich habe da ein bisschen gestanden und bin einfach wieder losgefahren. Alles klar, also die Geschmäcker sind verschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like oder Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.